Hey Freunde, was geht ab bei euch? Zum 1. April diesen Jahres wurde wieder einiges am Fragenkatalog auf die theoretische Prüfung bezogen geändert. Genau genommen wurden auf die Klasse B bezogen 123 Fragen aus dem amtlichen Fragenkatalog komplett gestrichen. Nur die schlechte Nachricht ist, dafür wurden 64 neue Fragen aufgenommen. Der komplette Fragenkatalog für die Klasse B umfasst 1197 Fragen. Außerdem wurden erstmals Multiple-Choice-Fragen mit Bildern eingeführt. Diese sogenannten Abbildungsfragen ermöglichen eine präzisere Wissensüberprüfung. Ich habe euch alle Fragen, die neu sind, zusammengetragen und wir werden uns sie ein wenig genauer anschauen. Bei der Frage Nummer 1 haben wir direkt eine Videofrage. Ich bremse ab. Ich weiche nach links aus, ich fahre gleichmäßig weiter. Für den Fall, dass ihr Video- oder Bildfragen habt, versucht ihr immer auf jedes kleine Detail zu achten. Hier in dem Video sind wir jetzt auf der Vorfahrtsstraße unterwegs und es passiert noch nichts Besonderes. Hier sehen wir jetzt in den Spiegeln, dass uns jemand links überholt. Außerdem haben wir hier vorne rechts den Radfahrer, der höchstwahrscheinlich auf die Fahrbahn fahren wird. Die richtige Antwort wäre hier, ich bremse ab. Weil links ausweichen können wir nicht, weil wir überholt werden und gleichmäßig weiterfahren wird auch schwer wegen dem Radfahrer. Diese Frage hat 4 Fehlerpunkte. Frage Nummer 2, was müssen Sie in dieser Situation beachten? Aber schauen wir uns erstmal das Video dazu an. Hier haben wir jetzt einen Bus voraus, der eindeutig mit Warnblinklicht anhält. Was vielleicht noch interessant ist, es kommt kein Gegenverkehr. Was muss in dieser Situation also beachtet werden? Personen können selbstverständlich die Fahrbahn überqueren und ihr dürft mit Schrittgeschwindigkeit am stehenden Bus vorbeifahren. Achtung, bei dieser Frage habt ihr 5 Fehlerpunkte. Frage Nummer 3. Sie möchten hier nach rechts abbiegen. Was ist richtig? Hier ist die richtige Antwort. Ich muss beide Fußgänger die Fahrbahn überqueren lassen. Diese Frage hat 4 Fehlerpunkte. Frage 4. Sie möchten aus der Tankstelle ausfahren. Was ist richtig? Hier haben wir dieses Verkehrszeichen, also wir dürfen nur nach rechts fahren und wir haben auf der linken Seite einen Fußgänger, der eventuell interessant werden könnte. Ich darf in beide Richtungen ausfahren, ist natürlich falsch. Ich muss querenden Fußgängern Vorrang gewähren, muss natürlich angekreuzt werden und ich habe Vorfahrt, wenn links Fahrzeuge kommen, darf selbstverständlich auch nicht angekreuzt werden, weil wir von einem Grundstück bzw. Parkplatz kommen. Diese Frage hat nur 3 Fehlerpunkte. Frage 5. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten? Muss ich den Bahnübergang zügig überqueren, bei geöffneter Schranke weiterfahren oder vor dem Andreaskreuz anhalten? Die richtige Antwort: vor dem Andreaskreuz anhalten. Hier gibt es 3 Fehlerpunkte. Frage 6 ist wieder eine Videofrage, wo wieder nach dem richtigen Verhalten gefragt wird. Hier fahren wir jetzt vermutlich auf einer Landstraße, obwohl wir komischerweise nur 60 fahren. Wir haben auf jeden Fall das Abblendlicht an, wie man sehen kann. Und man sieht hier im Innenspiegel, es nähert sich ein Motorradfahrer. Wie verhalten Sie sich jetzt hier richtig? Ihr müsst hier eure Geschwindigkeit verringern und möglichst weit rechts fahren, um dem Motorradfahrer das Überholen zu ermöglichen. Hier gibt es 3 Fehlerpunkte. Bei der nächsten Videofrage wird wieder mal nach dem Verhalten gefragt. Ich beschleunige, ich verringere meine Geschwindigkeit oder ich lasse den blauen PKW vor mir einordnen. Hier könnt ihr direkt schon erkennen, der blaue links nähert sich uns schon und überholt uns jetzt in diesem Moment. Dann haben wir hier in 200 Metern das Reißverschlussverfahren. Und hier zum Ende kann man jetzt schön sehen, dass der blaue links uns bereits schon überholt hat. Naja, mehr oder weniger. Hier verringert ihr natürlich eure Geschwindigkeit und lasst den blauen einscheren. Natürlich ist das auch nicht optimal, was der blaue hier macht, aber der Klügere gibt nach. Und in der Regel ist es beim Reißverschlussverfahren so, wer weiter vorne ist, fährt rein. Hier gibt es dann ganze 4 Fehlerpunkte. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Hier müsst ihr auf jeden Fall links blinken und hier müsst ihr auf jeden Fall vor dem Verkehrszeichen links abbiegen. Es gibt auch ein Verkehrszeichen, wo ihr dort hinter links abbiegen müsst. Dieses Verkehrszeichen sieht dann aber so aus. Die Frage hat 2 Fehlerpunkte. Frage 9. Sie möchten einen Bahnübergang mit geöffneten Schranken überqueren. Was ist richtig? Hier müsst ihr mit mäßiger Geschwindigkeit an den Bahnübergang heranfahren und ihr müsst beim Überqueren mit Bodenwellen rechnen. Hierfür gibt es 3 Fehlerpunkte.
In welchen Situationen sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? Hier müsst ihr ankreuzen, wenn ihr im Stau warten müsst und bei einem beschränkten Bahnübergang. An einem Stoppschild muss dies selbstverständlich nicht gemacht werden. Hierfür gibt es 3 Fehlerpunkte. Sie fahren eine Fahrzeugkombination. Diese besteht aus einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen und einem Anhänger mit einer 100 km/h Zulassung. Wie schnell dürfen Sie auf einer Bundesstraße, in Klammern keine Kraftfahrstraße, höchstens fahren? Hier ist die richtige Antwort 80 und nicht 100 km/h. Weil wenn ihr einen Anhänger mit 100er Plakette habt, darf nur 100 auf der Autobahn und auf der Kraftfahrstraße gefahren werden. Hierfür gibt es wieder 3 Fehlerpunkte. Sie befahren eine Vorfahrtsstraße. Welches Verkehrszeichen beendet Ihre Vorfahrt? Hier müsst ihr ganz klar Vorfahrtsstraße Ende ankreuzen und natürlich das Vorfahrt gewähren. Hierfür gibt es wieder 3 Fehlerpunkte. Sie fahren ein Pkw mit der Antriebsart Plug-in-Hybrid. Wie können Sie den Kraftstoffverbrauch optimieren? Hier müsst ihr ankreuzen, ich lade die Batterie regelmäßig am Stromnetz auf und ihr müsst ankreuzen, ich nutze durch meine Fahrweise den elektrischen Antrieb. Ich nutze ausschließlich die Rekuperation zum Aufladen der Batterie, ist hier nicht zielführend, weil hier wird die Batterie nur durch das Abbremsen bzw. Rollenlassen des Fahrzeuges geladen. Hierfür gibt es wieder 3 Fehlerpunkte. Frage 14. Was gilt bei der Nutzung von Fahrassistenzsystemen für die Längst- und Querführung Ihres Kraftfahrzeuges? Hier solltet ihr die Systemgrenzen des Fahrerassistenzsystems kennen und ihr müsst bei einer Fehlfunktion des Systems unverzüglich übersteuern. Ganz wichtig, mit dem Übersteuern ist hier nicht das Ausbrechen des Hecks gemeint, sondern Übersteuern eher im Sinne von die Macht übernehmen. Hier gibt es dann 3 Fehlerpunkte. Bei welcher Verkehrsregelung müssen Sie vor dem Rechtsabbiegen grundsätzlich anhalten? Ganz easy natürlich beim Stoppschild und selbstverständlich bei dem Grünpfeilschild, weil merkt euch, dies wird genauso behandelt wie ein Stoppschild. Hier gibt es 4 Fehlerpunkte. Was gilt beim Betrieb von Fahrzeugen hinsichtlich der Fahrzeughöhe einschließlich der Höhe der Ladung? Hier müssen diese beiden Sachen angekreuzt werden, weil die gesetzliche Maximalhöhe beträgt in diesem Fall 4 Meter und nicht 4,50 Meter. Hierfür gibt es dann wieder 3 Fehlerpunkte. Frage 17 ist wieder eine Videofrage und es wird wieder nach dem richtigen Verhalten in dieser Situation gefragt. Hier sehen wir jetzt wieder auf der rechten Seite einen Bus, der mit Warnblinklicht anhält. Und hier ist relativ einfach, ich darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeifahren. Mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren schließt sich hiermit aus. Und der blaue Pkw muss auch nicht anhalten, er darf aber auch nur mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeifahren. Hierfür gibt es 4 Fehlerpunkte. Frage 18, bei welchen Verkehrszeichen haben Sie an der nächsten Kreuzung grundsätzlich Vorfahrt? Ganz easy, natürlich die Rakete. Schild Nummer 1 bedeutet rechts vor links und Schild Nummer 3 Vorrang vor dem Gegenverkehr. Hierfür gibt es 3 Fehlerpunkte. Frage 19. Welches Verkehrszeichen verbietet Ihnen das Einfahren in den beschilderten Bereich? Ganz klar, ihr dürft nicht in die Fußgängerzone reinfahren und Verbot der Einfahrt genauso wenig. Hierfür gibt es dann 3 Fehlerpunkte. In Ihrem Pkw ist der Sicherheitsgurt für den Beifahrer defekt. Wie verhalten Sie sich richtig? Hier muss angekreuzt werden, ich lasse den Sicherheitsgurt reparieren und ich lasse keinen Beifahrer mitfahren. Selbstverständlich gilt dies nur so lange, bis der Gurt repariert wurde. Hierfür gibt es dann süße 2 Fehlerpunkte. Sie möchten bei winterlichen Witterungsverhältnissen eine Fahrt antreten. Was müssen Sie beachten? Schnee und Eis auf dem Fahrzeugdach können beim Herabfallen Unfälle verursachen, andere Fahrzeuge beschädigen und nach vorne die eigene Sicht beeinträchtigen. Da dies alles 3 zutrifft, muss hier auch alles angekreuzt werden. Hier gibt es dann 3 Fehlerpunkte. Frage 22. Bei welchen Verkehrszeichen ist das Wenden verboten? Und hier muss ganz simpel alles 3 angekreuzt werden, weil das erste Zeichen ist Wenden verboten und Schild 2 und 3 ist Autobahn bzw. im Tunnel. Und hier darf auf gar keinen Fall gewendet werden. Hier gibt es wieder 3 Fehlerpunkte. 23 ist wieder eine Videofrage. Wie schnell dürfen Sie nach dem Abbiegen höchstens fahren? Aber schauen wir uns das Video mal eben an. So, hier haben wir jetzt 30 wegen Lärmschutz und wir müssen anschließend rechts abbiegen. Hier kann man jetzt wunderschön erkennen, dass 30 Lärmschutz würde weitergehen, wenn wir geradeaus fahren würden. Aber nachdem wir hier abgebogen sind, sehen wir hier an der Straße komplett keine Verkehrszeichen. Bedeutet also, da wir ganz klar innerorts sind, wäre hier wieder 50. Hier gibt es wieder 3 Fehlerpunkte. Sie befahren eine so beschilderte Einbahnstraße. Was ist richtig? Hier müsst ihr ankreuzen, ich muss mich zum Linksabbiegen möglichst weit links einordnen und ihr dürft hier auch am linken Fahrbahnrand parken. Allerdings dürft ihr hier nicht entgegen der Fahrtrichtung parken. Hier gibt es wieder 3 Fehlerpunkte.
Frage 25. Welche Teile Ihres Kraftfahrzeugs müssen Sie vor Fahrtantritt vollständig von Schnee und Eis befreien? Hier ist ziemlich klar und eindeutig alle 3. Die Frontscheibe ist klar, weil sonst seht ihr nicht nach vorne. Die Außenspiegel braucht ihr natürlich sowieso. Und die Seitenscheiben müssen natürlich frei sein, weil ihr sonst gar nicht erst eure Spiegel seht. Aber Schulterblicke wären hier sonst auch nicht machbar. Hier gibt es wieder 3 Fehlerpunkte. Ab welchem Verkehrszeichen dürfen Sie eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nicht überschreiten? Ganz easy, Zeichen 2, zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das erste Zeichen hebt die Geschwindigkeit wieder auf und das unterste Zeichen ist die Mindestgeschwindigkeit. Hier habt ihr wieder 3 Fehlerpunkte. Frage 27. Was gilt an dieser Kreuzung? Ich darf vorsichtig nach rechts abbiegen, ich darf vorsichtig nach links abbiegen oder ich darf vorsichtig die Kreuzung überqueren. Hier ist nur die letzte Antwort richtig, ich darf vorsichtig überqueren. Nur lasst euch hier nicht verwirren, weil die wollen quasi nur darauf hinaus, dass ihr weder nach rechts noch nach links abbiegen dürft, weil dies eine Fahrradstraße ist. Also bleibt dann eigentlich nur die Antwort, dass man die Kreuzung überqueren muss. Aber Achtung, da ihr hier ein Vorfahrt-Gewähren-Zeichen habt, dürft ihr die Kreuzung überqueren, aber der Querverkehr, also die Fahrradstraße, hat immer Vorfahrt. Da dies aber hier nicht gefragt wird, tut das natürlich auch nicht wirklich zur Sache. Hierfür gibt es dann 4 Fehlerpunkte. Welches Dokument erlaubt es Ihnen hier zu parken? Mein EU-Parkausweis für Schwerbehinderte muss angekreuzt werden und der EU-Parkausweis eines von mir beförderten Schwerbehinderten muss auch angekreuzt werden. Hier gibt es dann nur 2 Fehlerpunkte. Frage 29. Was ist in dieser Situation richtig? Ich muss vor der Kreuzung warten, ich muss ohne zu warten nach rechts abbiegen oder ich muss umkehren. Richtige Antwort, ich muss vor der Kreuzung warten. Hierzu kann ich euch nur sagen, siehst du Brust und Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Doch siehst du seine Hosennaht, dann gibt's eine gute Weiterfahrt. Naja, so könnt ihr euch das auf jeden Fall merken. Hier gibt's dann ganze 4 Fehlerpunkte. Frage 30, wieder eine Videofrage. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre erst los, wenn der LKW weiterfährt, oder ich fahre jetzt los, oder ich fahre erst los, wenn meine Ampel grün zeigt. Hier muss ganz klar angekreuzt werden, ich fahre jetzt los, weil sich hinter dem LKW noch genug Platz befindet, dass ihr nicht vor der Querstraße stehen würdet. Also schließt das Antwort 1 aus. Und die letzte Antwort, erst losfahren, wenn meine Ampel grün zeigt, darf auch nicht angekreuzt werden, weil ihr hier eine 2-Farben-Ampel habt. Und sie zeigt nur rot bzw. gelb an. Hier gibt es dann wieder 4 Fehlerpunkte. Ab welchem Verkehrszeichen dürfen Sie nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren? Ziemlich simpel, nur der verkehrsberuhigte Bereich bzw. Spielstraße. 3 Fehlerpunkte. Frage 32. Ihr Kraftfahrzeug ist eingeschneit. Wie müssen Sie sich vor Fahrtantritt verhalten? Dies ist auch ziemlich simpel, weil hier muss alles angekreuzt werden. Weil euer Kennzeichen muss natürlich erkennbar sein, genauso wie die Beleuchtungseinrichtungen müssen frei sein und vom Fahrzeugdach kann immer Schnee runterrutschen, der andere oder euch gefährden kann. Hierfür gibt es 3 Fehlerpunkte. Welches Verhalten ist richtig? Ich lasse den Traktor abbiegen, ich lasse die Straßenbahn durchfahren, ich fahre als Erster. Da ihr auf der Vorfahrtsstraße seid, habt ihr vor dem Traktor Vorfahrt. Da ihr aber Linksabbieger seid, muss die entgegenkommende Straßenbahn durchgelassen werden. Vorfahrtsfrage, also 5 Fehlerpunkte. Frage 34. Was kann die Fahrstabilität eines mitgeführten Anhängers beeinträchtigen? Hier muss alles 3 angekreuzt werden. Und hier gibt es dann wieder 3 Fehlerpunkte. Frage 35 ist wieder eine Videofrage und hier wird wieder nach eurem Verhalten gefragt. Hier haben wir erstmal 40 mit Achtung Baustelle und merkt euch schon mal, das 40 bezieht sich dann nur auf die Baustelle. Schauen wir uns mal eben die Antworten an. Erste Antwort, ich behalte meine Geschwindigkeit bei. Zweite Antwort, ich beschleunige. Dritte Antwort, ich beschleunige erst, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung durch ein Verkehrszeichen aufgehoben wird. Hier ist die Antwort Nummer 2 richtig, ich beschleunige. Weil ihr müsst euch merken, wenn ihr ein Geschwindigkeitsschild mit einem Gefahrzeichen zusammen habt, bezieht sich die Geschwindigkeitsbeschränkung wirklich nur auf die Gefahr. Und noch wichtiger, nach der Gefahrenstelle hebt sie sich dann alleine wieder auf. Und je nachdem, ob ihr dann innerorts oder außerorts seid, dürft ihr dann wieder 50 oder 100 fahren. Hier gibt es 3 Fehlerpunkte.
Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Fahrzeuge aller Art dürfen diese Straße mit Schrittgeschwindigkeit befahren, als Anlieger befahren oder nicht befahren. Da dort kein Anliegerfreischild mit dabei steht, muss hier nur nicht befahren angekreuzt werden. Hier gibt es 3 Fehlerpunkte. Sie fahren auf einer Straße mit einem Fahrstreifen für jede Richtung. Bei welchem Verkehrszeichen müssen Sie dem Gegenverkehr grundsätzlich Vorrang gewähren? Hier muss Schild 1 angekreuzt werden, weil sich die Verengung auf unserer Seite befindet und wir wartepflichtig sind. Und Schild 3 muss angekreuzt werden, weil das Schild bedeutet, dass der Gegenverkehr Vorrang hat. Schild 2 warnt hier lediglich nur vor Gegenverkehr, hat aber nichts mit der Vorfahrt zu tun. Hier gibt es dann wieder 3 Fehlerpunkte. So, die letzte Frage 38 ist wieder eine Videofrage. Sieht aus, als wären wir hier auf der Autobahn unterwegs. Rechts der LKW hat einen Warnblinker an, also wird es höchstwahrscheinlich Stau geben. Womit müssen Sie jetzt rechnen? Der auf meinem Fahrstreifen vor mir fahrende LKW wird abbremsen oder er wird auf dem mittleren Fahrstreifen bleiben oder er wird beschleunigen. Richtige Antwort, er wird abbremsen wegen dem Stauende und er wird wahrscheinlich in der Mitte bleiben, weil er keinen Blinker anhat. Beschleunigen würde hier keinen Sinn ergeben wegen dem Stauende. Hierfür gibt es dann wieder 4 Fehlerpunkte. So, das waren auf jeden Fall die ersten 38 Fragen für die Klasse B, die ab dem 1. April 2025 neu hinzukommen. Dieses Video beinhaltet einen kompletten Bogen A35 Fragen. Das waren aber nicht alle, ich habe hier noch 3 weitere Bögen mit ungefähr derselben Anzahl an Fragen. Also werde ich höchstwahrscheinlich für jeden Bogen ein separates Video machen. Also haut mal auf die Glocke, damit ihr die Videos nicht verpasst. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zur Theorieprüfung habt, allgemein, ob es auf die Fehlerpunkte bezogen sind oder was ihr zur Theorieprüfung mitnehmen müsst. Und selbst wenn es nur um das effektive Lernen der Theorie geht, damit ihr da möglichst schnell durch die ekelhafte Theorie kommt. Alles findet ihr auf jeden Fall in diesem Video. Ich verlinke euch das hier oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schaut da rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut.